En starke farmer hield die winside Landebahn seins groveters instand, wo du hande dem finanziellen ruin engigenza, als een reessages milits flugzeuge vom tip C-17 would rend ein Sturm sein unmögliche Landung versachet. Militres showed Rumten plötzlich auf seinem Grundstück aus. Am Morgen wujurat sich ändern. Hallo zusammen, willkommen in der Geschichtenwelt. Fangen wir an. Tom Anderson stieg auf seinen alten Traktor. Gerät als die ersten Ansichten der Morgende Mirang den Himmel von Kentucky führten. Mit 62 Jahren klagte sein Körper bei jeder Bewegung, aber die Farmappetit nicht von selbst. Warf einen Blick auf das leiche Feld, wo die Landebahn seines Großvaters einen geraden Pfad durch sein Same Sojabo nennentes nicht. Verschwendung von gutem Ackerland. Sein Nachbar Jenkins hatte im letzten Watch gesagt, Großbetriebe haben privaten Landebahnen. Deshalb kaufen sie auf, und sie vor der Zwangsversteigerung stehen. Tom würde die Erinnerung anstatt den Traktor. Die kleine unbefestigte Landebahn hat seit Jahrzehnten keinen Juin mehr abgeworfen, aber 3 Generationen der Andersons hatten sie instand gehalten. Sein Großvater hatte sie während des Zweiten Weltkriegs für Zivil-Luftpatrouillen gebaut. Sein Vater hat sie während des Kalten Krieges instand gehalten. Nun war es an Tom, obwohl sich die Monungen der Bank auf seinem Ketchentich stapelten. Jeden Monat mussten weiter lokal Farmen und Heartland Agricultural Industries verkaufen. Der Research-Konzern hat bereits die Miller, Farmen die benachbart Johnson, Farm geslagt. Sie hatten Tom angeboten, ihn ebenfalls auszusellen, aber der Deal erfordert den Abriss der Landebahn, die am Buffelschi zu maximieren. Manche Dinge sind wichtiger als Geld. Meldet Tom seinem Bruder, Collie Spy herzu, der neben auf dem Traktor saß. Die Großschnoz des Handels Greischnoz leist darauf Schleiß an. Das oche die Bedeutung von Traditionen verstand. Toms Handy samt. Auf dem Beidstern Billy Watson, der Manager des Regionalflughafens, 30 Meilen in Redlich. Morgen Billy. Tom hüte aben sei in ein Wettersystem auf. Wie solltest du alles sichern, was herumfliegen Kio nenti. Denke vor die Vorwarnung. Wenn jemand ein Notlandung brot, street die Landebahn frei. Billy lachte. Immer die gleiche Antwort. Du weißt, dass die meisten Piloten nicht immer mehr wissen, dass es den Landebahn geht. Sie ist nicht auf modernen Karten versichert. Großvater hat immer gesagt, dass es Vorbereitung das Wichtigste ist, wenn man es am wenigsten erwartet. Nun, dieser Sturm sieht übel aus. Sei einfach vorsichtig, Tom hat den Tag damit verbracht, das Grundstücke super zu fahren und dabei besonders auf die Landebahn zu achten. Hat einen heruntergefallen, erst entfernt ein kleines Landloch gefleilt, das sich maßlich ein Ende gebildet hat. Die Landebahn war nicht besonders lang, nur 3,200 Fuß aus festgetretener Erde und Käse, aber hat sie in perfektem Zustand gehalten, obwohl Monat lang kein Besitzer hat. Als der den herauskehrte, verdankelte sich der westliche Himmel bedrohlich. Tom sichert die letzte seiner Jetten ging hinein, als es zu regnen begann. Scout winselt angesichts des immer stärker werdenden Donners. Noch ein weiterer Sturm, berührt Tom den Hand, obwohl sich dieser irgendwie anders anfühlte. Das Haus naht und Kästi, als der Wind dagegen schlug. War gerät dabei, dessen zuzubereiten, als sein Festnetz davon klingelt. Noch wenn ich laut riefen dies Nummer und Anderson Farm. Mr. Anderson. Antwortet ein Claire. Otterit Stimme. Hier ist Colonel James Mitchell von der Air National Guard. Haben Sie eurem Grundstücke ein Private Landebahn? Toms Hand umklammert den Hanra fester. Ja, Sir. Ich bin seit 1943 hier. Why saßen an Lerlinch, etwa 3,200 Fuß gepackt Erd an Käse. Gott, Jepflet, aber es regnet gerät stark. Warum? Jemand muss landen. Der Oberst Hilton, wir haben ein Problem. Ein C-7 Globemaster transportiert medizinisch Notfallausrüstung, die im Lexington Memorial benannt wird. Soll der Haupt also der Ausweichflughafen sein wegen des Wetters nicht nutzbar. Tom hatte fast das Telefon fallen lassen. Ein C-17, Oberst, das ist unmöglich. Die brauchen Landebahnen, die doppelt so lang sind wie Main und ausbieten, nicht aus Erd. Ich wusste ihre Bedenken, aber der Flugzeugkommandant aus der Kirchlich ihr Koordinaten gebeten hat, also über die Situation informiert wird. Where ist der Pilot? Fragt Tom plötzlich den alarmierten Captain David Keller. Der Name traf Tom wie ein Schlag. David Keller, der die Union Judge, der Fahrer mit dem Fahrrad 10 Meilen gefahren ist, am Flugzeug auf Toms Strip landen zu sehen. Der Judge,
Dem Tom das Fliegen in seiner alten Cessna beibrat heit, an das später mit Toms Empfehlungsschreiben in der Hand der Air Force beitreten war. David weiß, dass das nicht mein Glitch ist, sagt Tom. Mein Flugfeld ist für einen Militärtransport nicht ausgelegt. Das unter diesen Bedingungen Selbstmord point. Captain Keller scheint anderer Meinung zu sein, Sir. Sagt ausdrücklich, Tom Andersons Flugfeld ist nicht. Ich heb dort fliegen gelernt. Tom starrt aus dem Fenster auf den Region, der auf sein Felder prasselt. Was David Vorschlag war nicht nur riskant, es war praktisch ein Todswunsch. Wenn auf meinem Land abstürzt, würden Menschen sterben, sagt Tom anwirbelnd. Wenn dies medizinischen Hilfsgüter bis am Morgen nicht in Lexington ankommen, würden noch mehr Menschen sterben. Erwidere robust. Die Entscheidung liegt bei Captain Keller, aber braucht ihr Hilfe. Können Sie die Landebahn beleuchten? Tom schloss die Augen. 20 Jahre waren vergangen, seit David gesehen hat. 20 Jahre, seit das sterbenden Mutter des Jungen Versprochenheit. Sterbenden Mutter Versprochenheit, das soll so eine Zukunft haben wir ready. Ich würde sie an sie ändern, sagt Tom schleißlich. Aber sagt David, dass ich ihm neiver sein würde, wenn die Landebahn meins Großvater zerstört. Das Wetter heißt sich verschlecht hat, als Tom sein Regenjäger ansag. Der Wind hat fast amgeworfen, als die Notbeleuchtung für die Landebahn aus seiner Schuhen holt. Lieder Markierungen, die für gelegentlich Nachtlandungen aufbewahrte. Niemals hatte gedacht, dass es sie für ihn groß als Transportflugzeug Scout Biobachtit in besorgt von der Veranda aus, Tom liegte entlang der Landebahn in der platziert und PFH in den schlammigen Boden rammt. Sein LKW-Schema versorgten versüßliche Beleuchtung, rührender Appetit. Als fertig war trotz seiner Rhinoceros-Stang wühlig durchast. Sorge in seinem LKW fang Tom auf der Frequenz, die der Oberst ihm gegeben hatte. Anderson Farmen ankommende C-17. Landebahn ist markiert und so klar wie möglich. Oberfläche ist nass, aber tragfähig. Windboe in Südwest mit etwa 25 Knoten. Einige Sekunden lang war nur Rauschen zur Rennen. Dann weiter Anderson Farm. Hier ist Ghost Rider 4-5 Beginn des Anflugs, voraussichtlich Ankunftszeit in 5 Minuten. Die Stimme hat sich mit dem Alter Sorver not, war aber anwirkenbar die von David. Tom hat nicht bemerkt, wie sehr die Stimme vermisst hat, bis sie wieder es hörte. Tom positioniert seinen Truck am nordwestlichen Ende des Strips, schimmerfür erhalten die Umgebung südöstlich. Der Region hat Lichit nachgelassen, aber der Wind pfiff immer noch unvorhersehbar. Es stieg aus und bemüht sich, durch die Dunkelheit zu sehen. Dann ist das tief, unverwechselbar Dockerhorn von wir gewaltiger Motoren, wir lauter als alles, was sein Treffen sieht Jacinten erlebt hat. Plötzlich durchbrechen Landelichter die tiefen Wolken und beleuchteten Region troffen in hellen Kiegeln. Die massive Form der C-17 toucht auf und wirkte vor dem Nachthimmel unglaublich groß. Flüstert Tom. Ihr kommt will so schnell rein. Die C-17 enthört sich tatsächlich mit einer Geschwindigkeit, wo die für die Kurs Landebahn gerade so selbstsammeln Radarich stehen. Doch als Tom beobachtet, wie das Research-Flugzeug leitläts anstieg und sein massiven Landeklappen wohlständig ausfuhren, verringerte sich die Geschwindigkeit in einem Tempo, das jeglicher konventionellen Weise trotzte. Die hinter der setzten Gino in der Schwallof, die Tom markiert hat und die Wasserfontänen hochsluderte. Die Umkehrschabducens schalteten sich mit Rembet obendem Lovrem ein, wohin das Flugzeug gegen sein eigen Dynamik enkämpft. Tom konnte nicht atmen, als das Researcher-Flugzeug die Landebahn seines Großvaters hinunterrast, Startbahn seines Großvaters hinunterrast und die Distanz mit einer alarmierenden Geschwindigkeit verschlang. Auf 3 die Body vor der Streckbohr hatte es Bugred Sly den Boden und das Flugzeug setzt sein kontrolliert Verlangsamung fort. Für einen schrecklichen Moment dachte Tom, das ist nicht rechtzeitig anhalten Wamuradi. Das in der Landebahn enthörte sich schnell, dahinter lag ein Antidesserungsgraben und dann sind Sojafelder. Aber bei einer noch was mehr als 60 Metern verlangsamt sich die C-17 auf Schritttempo und kam schleichlich zum Stehen. Tom stand wie start im Regen und konnte nicht begreifen, was gerät gesehen hat. Es hat die Glitch sein die Giraffen. Kein Pellet hatte ein wohlbildeten C-17 unter diesen Bedingungen auf einer 975 Meter langen am befestigten Landebahn landen können. Sein Fangjet nackte. Anderson Farm Ghost Rider 425 ist sicher gelandet. Danke für die Hilfe, Tom.
Ein Pause, dann etwas Persönliches. Ich hat diesen alten Streifen immer noch in gutem Zustand. WHC hat Tom sein Stimme wiedergefunden. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst, David. Das war das Werke Testi, was ich gegessen heb. In dieses Kitchencamp durch des Fangjert. Ich habe von den Besten gelernt, oder nicht. Tom vorhinter zu dem riesigen Flugzeug, das durch sein Skier groß seinen Lastwagen wie ein Spielzeug aussehen ließ. Dahinter Lederamp wird bereits abgesenkt an Gestalten in Air Force Uniformen touchten auf, die sich trotz des Regions ilstrebig bewegten. Ein großer Mann in einem Fluganzug kam auf Tom zu, als dieser packte. Trotz 20 Jahren kam Tom ihn sofort wieder. Der golden Teenager wird nun durch einen breitschultrigen Air Force Captain mit kurz geschnittenem Haar und selbstbewusstem Gang ersetzt. Tom Anderson, sagt David und streckte ihm mit einem breiten L-Challen die Hand entgegen. Ich wette, sie hätten nicht gedacht, dass sie ein C-17 auf ihrer Landebahn sehen würden. Tom schüttelte ihm fest die Hand. Ich wette, sie hätten nicht gedacht, dass sie verigika würden, ein Heer abzusetzen. Sie sehen gut aus, David. Heißt sie auch, Sir. David warf einen Blick auf das Flugzeug. Wir müssen schnell entladen. Diese Worte wurden dringend in Lexington gebracht werden. Tom nickt. War es brauchen Sie von mir, Platz in Ihrer Schuhen die Ausrüstung zu legen, bis die Transportwagen eintreffen und willet etwas von dem schrecklichen Kaffee, den Sie Frau hat gemacht haben. Trotz allem erzählt Tom, der Kaffee ist nicht besser geworden. In der entgegengesetzten Stunde hat Tom da, Force, Cruz, sehen medizinisch Jati aus dem Flugzeug in seinen Schuhen zu bringen, erfuhr, dass sie notfallissimo Maschinen transportierten. Fortschrittlich lebenserhaltend GRT, die für kritische Patienten im Universitätskrankenhaus benötigt wurden. Wie lange würden sie am Boden bleiben? Fragt Tom, wie sie arbeiteten. Bis das Wetter besser wird, antwortet David. Und bis ich herausgefunden habe, wie man ein wohlbildeten C-17 von einer 95 Meter langen Schotterpiste herunterbekommt. Runterzukommen wurde einfach Teil. Tom habe ein Gembrau. Einfach, David grinste. Nadja, einfacher als weiter hochzukommen. Mitternacht hatten sie alles in die Schuhen gebracht, abgedeckt und bereit für die Transportversuch, die im Morgengrauen eintreffen, wo wir raten. Der Sturm hat endlich nicht gelassen, obwohl es immer noch stetig regnete. In Toms kleiner Küche sammelten sich Force. Angel Raj am Dentisch, denkbar verheiß in Kaffee und einen Unterschlaf. Tom und David saßen in einer Ecke und toasten sich über 20 Jahre Leben aus. Also, Tom sagt Lies, ein Season Pellet, dein Matterwallery Stolz. Davids Jessic Sostruck wird Wicha. Ich denk jedes Mal an sie, wenn ich fliege. An den dich an, was du für uns getan hast, nachdem sie krank wird. Jeder echte gehoffen, sagt David bestimmt. Nicht jeder hat einem 16-jährigen ohne Geld Flugstunden gegeben. Nicht jeder hat eine Empfehlung für die Akademie für ihn kind aus dem Nirgend du geschrieben. Nirgend war geschrieben. Tom sagt mit den Schultern, du hattest Talent. Der beste Pilot, den ich je gesehen habe. David sah sich in der Kajüte mit ihren verroteten Jagdten und abgenutzten Arbeitsplatten an. Die Form sieht kleiner aus, als ich sie in Erinnerung habe. Das liegt daran, dass sie kleiner ist, gab Tom zu. Ich muss letztes Jahr den nur Schleichenteil verkaufen. Corporate Outfits hat alles im Landkreis gekauft. Heartland Agricultural. Tom nickt. Du hast von NG-Rat. Sie kaufen überall im Stadtfarmland auf. David studiert Toms Jessit. Wie schlimm steht es am Manns? Tom sucht. Wir haben noch etwa 6 Monate, bevor die Bank den Rest übernimmt. Wir können mit ihrem Betrieb und ihrer rosa Stang nicht mithalten. Die Seiten ändern sich. Aber nicht des Landebahn, bemerkt David. Du hast sie perfekt erhalten. Grob weiter mag du mich verfolgen, wenn ich sie aufgeben wollte, sagt Tom mit einem kleinen Lächeln. Aus Edinburghschen Peloton sie manchmal noch. Als die Mimrung nati, versog sich der Stürmendlich. David betrat die Veranda und studierte den Himmel. Das beobachtet, dass sich das Wetter beauty. Die Transport LKWs sollten bald higher sein. Bemerkt Tom, was ist mit deinem Start? Die Landebahn wird nicht dem vielen Region Wicher sein. Davids Jesexostruck wird ernst. Dabei muss ich mit der reden. Wir haben die Berechnungen durchgeführt. Selbstone Ledong wird ist knapp. Wir brauchen jeden Zentimeter ihrer Landebahn an dem Isen des Juit, so weit wie möglich reduzieren. Das bedeutet ein Minimaltriebstoffledong, gerät genug, Louisville zu erreichen. An der Seejörte,
Möglicherweise müssen wir die Landebahn etwas verlängern. Tom runzelt die Stirn, weil gegen du Entusserungsgraben befindet sich direkt am Ende. Wenn wir einen Teil ihres Felds jenseits des Entgesserambens ebnen könnten, hatten wir einen Sicherheitsabstand. Tom starrte ihn an. Sie wollen mein Sojabohn nennen. Noch etwa ein Acre, sagt David Lees. Ich weiß, das ist viel verlangt. Die Air Force wird sie wohl entscheiden, bevor Tom antworten konnte. Kajünen dit ein Motorengrollen die Enkampf der Transportwagen aus Lexington an. Die medizinisch Ausrüstung wird schnell verladen an die Wagen fuhren ab. Kurz darauf kam ein Dienstwagen an Colonel Mitchell stieg aus. Angehört sich Tom mit militärischer Haltung. Mr. Anderson, im Namen der United States Air Force abschied ich Ihnen für Ihre Hilfe gestern Abend danken. Ihr Handlungen haben direkt dazu beigetragen, Leben zu retten. Tom nickt die Wörtchen an sagt na, dass geten heb, was geten werden must. David gesellt sich zu ihnen. So wir haben die Juizreduzierung abgeschlossen und bereiten uns auf den Abflug vor. Die Situation auf der Landebahn ist eine Herausforderung. Colonel Mitchell blickt auf die Research C-17, die am Ende von Toms bescheidener Landebahn stand, ein anpassender Anblick vor dem Hintergrund der Ackerfüllchen von Kentucky. Captain Keller versichert mir, dass das Flugzeug sicher von ihrem größten Kecke bringen kann, sagt der Colonel zu Tom. Es gibt jedoch die Frage der Kollateralschäden. Der wie viel von meinem Feld müssen Sie dafür kommen? Fragt Tom. Ungefähr von ich antwortet David. Wir müssen einen Teil des Entwässerungsgrabens sachte an den Boden dahinter aus Sicherheitsgründen ebnen. Tom blickt auf sein Felder an die Sojabohnen, die vor wenigen Wochen gepflanzt hat. In guten Jahren können diese Hektar wirklich nach Ertrag bringen, ein Hypothek abzubesallen, aber es bleibt ein Tatsache, dass die Form sowieso verlieren werden. Tu, was du tun musst, sagt ihr schleidlich. Innerhalb einer Stunde war Bodenpersonal Durlauf mit unserer Stang eingetroffen. Tom beobachtet, weiß einen Teil des Entwässerungsgrabens effizient verfügten an den Felderabschnitt dahinter abflatschten, ein provisorische Werkänderung der Landebahn seines Großvaters zu schaffen. Die Nachricht hat sich in der örtlichen Gemeinde herumgesprochen. Versucht sie die Landstraße entlang Toms Grenze UK, und Menschen standen dem mit erhobenen Telefonen, das beispiellose Ereignis festzuhalten. Tom erkennt viel Jessica Wader Nachbarn, die seine finanziellen Schwierigkeiten beobachtet hatten, Lokalpiloten, die seine Landebahn im Lauf der Jahre genutzt hatten, sogar den Banker, der seine Hypothek hielt. David schloss seinen letzten Anstieg ein. Die Besatzung versicherte, dass Flugzeuge an die Joltigen Treibwerk begannen zu drohen und U-Boote nannten anderen Jahr Asche auf der Farm. Tom stand in sicherer Entfernung an beobachtet zusammen mit Colonel Mitchell, weil die C-17 in Position rollt an dabei jeden Wurf jeden baren Zentimeter der Startbahn für den Start nahteilen. Wird es wirklich tun, murmelt Tom. Captain Keller hat ausdrücklich dies Mission gebeten, also von dem Notfall avertiert, sagt der Colonel unerwartet. Sagt etwas von der Begleitung einer alten Schuld zu begleichen. Bevor Tom antworten konnte, hinten die Motoren der C-17 auf Volllistung. Das Research-Flugzeug begann sich zu langsam zu bewegen, aber mit schnell zunehmender Geschwindigkeit. Der warm in katholiken Region noch Feldweg dem hohen Juizstand. Auf halbem Weg über die Landebahn bewegt sich das Flugzeug schneller, aber noch nicht mit Startgeschwindigkeit. 3-4 des Weges noch am Boden. Komm schon, David, flüstert Tom. Hutsch damit. Das Ende der ursprünglichen Landebahn KNH. Die C-17 traf den gegebenen Abschnitt und beschleunigte noch immer. Für einen schrecklichen Moment dachte Tom, dass es nicht riechen wollte. Doch gerät als das Flugzeug das Ende der wellengarten Landebahn erreicht, hob sich die Näs. Die Haupttor der Folten an die massive C-17 krallte sich mit scheinbar nur wenigen Zentimetern Spielraum in den Himmel. Die Sicher jubelten, als das Flugzeug stetig stieg und sich sanft in Richtung Louisville näht. Tom hat mit aus, zu merken, dass die Luft angehalten hat. Bemerkenswert Flugleistung, sagt Colonel Mitchell Lees. Wie als die Mensch sich aufzulösen begann, kamen wir auf Tom zu, klopften ihm auf die Schultern, schüttelten ihm die Hand. Ich tat nicht gedacht, dass ich so etwas in meinem Leben noch erleben würde, sagte George Willis, dem der Hofladen bei. Dein Großvater wird stolz auf dich, Tom. Sogar Mark Davis von der Bank kam auf ihn zu, das war etwas anderes, Tom. Etwas ganz anderes.
Drehtech Peter repariert Tom einen Sohn, als versucht in herkommen erwartet. Als auffliegt, sei gelten en bewegende Regierung in sein fortfahren. Scout bellt ein Wohnung von der Veranda ruhig jung. Rief Tom und legt sein Werkzeug beiseite. Ein Mann in einer Air Force Uniform stieg aus dem ersten Fahrzeug. Auf seinen Schultern trug die Stern eines Generals. Mr. Anderson, rief der Mann, ich bin General Frank Roberts, Air Mobility Command. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch? Tom wistet sich die Eschanden seiner Jeans ab. Natürlich, General. Kaffee ist frisch, wenn Sie möchten. Authentisch von Tom angekommen, kam General Roberts direkt zur Sache. Mr. Anderson, ich habe den Bericht über Captain der Kellers Notlandung gelesen. Ziemlich arduous. Aber was mich mehr interessiert, ist die Geschichtenanlage Ihrer Landebahn, Tom. Tom wartet unsicher, worauf das hinauslief. Unsere Analysten haben eine erhebliche Lücke in unseren notlandischen Kapazitäten in dieser Region festgestellt. Der General fuhr fort, Captain Kellers erfolgreiche Operation hat den strategischen Wert ihrer Landebahn selbst für ein sehr großes Flugzeug unter Beweis gestellt. Das war knapp, sagt Tom. David ist ein edualischer Pilot. In der Tat, aber die Landebahn selbst ist der Grund, warum ich hier bin. Der General bietet sich vor. Die Luftwaffe rät ihre Landebahn gern als offiziell notlandlich ausweisen. Die Zuhörer die Aufrüstung der Oberfläche. Die Installation einer Ordnungsgyms in Beleuchtung und den Abschluss eines Wartungsvertrags. Tom startet innen. General, ich verführe das wird nicht möglich sein. Ich würde dies Farm wahrscheinlich in den nächsten Monaten zwangsversteigern lassen. Captain Keller hat Situation erhört. Das ist der Ende Teil meines Vorschlags, General Roberts. Lautete. Die Ausweisung ist mit einer erheblichen Gebühr für das Facility Management und einer Pachtvereinbarung verbunden, da ihr finanziellen Sorgen offen gesagt lausen würde. Ihr Agenten würde ING rennen, wobei die Air Force nur die Landebahn an die mittelbare Umgebung packten würde die Umgebung. Toms Gedenken rasten. Sie meinen das ernst? Sehr ernst. Die Leger Farm schliert ein Incident die Lücke in unserem Sicherheitsnetz. Die Vereinbarung würde tatsächlich verhindern, dass das Grunski auf Einweis bebaut wird, die den Flugbetrieb hinterchagen nicht. Mit anderen Worten, Tom wird klar, dass Heartland Agricultural niemals den Rest seiner Farm übernehmen kann. Das klingt bekannt, hervorragend. Ich würde mein Mitarbeiter die Details vorbereiten lassen. Der General Standoff. Und Mr. Anderson, Captain Keller sehr viel von Ihnen. Sagt, Sie sehen der Grund, warum der Air Force betreten ist. Anscheinend tragen Sie schon ein zu unseren Eftheketten bei, als einen bewusst war. 3 Monate später sah Tom zu. Wie Ingenieur der Air Force die Oberflächenverbesserungen und dem, was non-offiziell als ein Auxiliary Landing Facility besignet wird, abschlossen. Der Feldflugplatz war mit einer speziellen Polymeroberfläche architekt worden. Da einen robusten Charakter beibehielt und gleichzeitig ein bisher Usang für Flugzeug bot. Die finanzielle Vereinbarung hat sein Farm tatsächlich gerettet, der Zwangsversteigerung fahren war aufgehoben worden, und Tom hat sogar den nördlichen Teil so kaufen können, den im Vorjahr hat verkaufen müssen. Ein Wirtschaftsjahr lenkte Toms Aufmerksamkeit in den Himmel des unwirkbaren Draconendes an 7 Triebwerk. David hat versprochen, dass erst offiziell Flugzeug zu sein, das die neu benannte Einrichtung nutzen würde. Periodlich wie geplant erschien der Reisegtransporter und landet perfekt auf der ausgebesserten Landebahn. Als David aus dem Flugzeug stieg, wurde von General Roberts begleitet, denn David Tom nannte anskritt grinsend auf sie gefällt neue Landebahn. Sieht der alten sehr ähnlich, antwortet Tom abschällend. Nur stabiler. General Roberts schüttelt Tom die Hand. Ihre Einrichtung ist genau das, was wir in dieser Region gebraucht haben. Sie haben damit eine Art Bewegung ins Rollen gebracht. Wir suchen jetzt nach weiteren strategischen Privathypothesen, die in unser Notfallnetzwerk aufgenommen werden könnten. Großvater war zufrieden, sagt Tom. War immer der Meinung, dass Privatpersonen eine Rolle bei der nationalen Bereitschaft spielen sollten. Als sie zum Haus gingen, bemerkt Tom eine Ansammlung von Fahrzeugen bei seinem Bauernhaus. Nachbarn, Lokalpiloten und Angehörige der Luftwaffe hatten sich versammelt, wie Tom gesagt worden war, eine kleine Zeremonie zur offiziellen Eröffnung der Einrichtung abzuhalten.
Mark Davis von der Bank trat auf Tom zu und sagt im Namen der Riverside Business Association: "Our Wuchenemen dies you bereken." Ja, you beret Tom ein Plakat mit der Aufschrift: "In Anerkennung des 7 Jahrzehntelangen Dienstes der Familie Anderson, formerly Anderson, für die Luftfahrt und die nationale Sicherheit." Nach der Zeremonie sagt David Tom beiseite und sagt leise: "Ich heb mich nie richtig bei dir bedankt." Wofür? Dafür, dass du in Einschumscheiges Kind mit groß Intraumen geglot hast. Dafür, dass du mir gesagt hast, dass manche Traditionen es wird sein, bewahrt zu werden, egal wie unpraktisch sie erscheinen. Tom Spuri, weiß ich sein Kille Saschnoriti. Dein Madabat mich, dafür zu sorgen, dass du Möglichkeiten hast. Ich heb nur getan, was ich versprochen hat. Du hast mehr als das getan, David. Du hast mir gesagt, dass Loyalität wichtig ist, dass es wichtig ist, sein Wort zu halten. Deshalb war ich so entschlossen, hier zu landen, als sie sagten, dass es nicht möglich sei. Als die Sonne über der heutigen Anderson Auxiliary Landing Facility unterging, wurde Tom klar, dass sich was Grundlegendes geändert hat. Die Landebahn seines Großvaters war nicht nur erhalten geblieben. Sie hat einen neuen Zweck gefunden und gleichzeitig Aspri in Juredigt. Scoutrottig mit grauem Maulkorb neben ihm her, er watcht immer noch über die Farm. Tom kratzte sich an den Ohren und blickte auf die Felder, die noch mindestens eine weitere Generation in den Enden von Anderson blieben wujuradden. Manche Ländungen skenen an mein Glitch, bis jemand den Mut hat, sie zu versuchen. Der sich Tom anschloss, wandern sie beobachteten, weil der Sonnenuntergang die Landebahn in Goldins liegt tot. Manche Traditionen skenen unpraktisch, bis ihr wahrer Wort offenbart wird. In einer Welt, in der Familienbetriebe in Unternehmensbeteiligungen aufgingen, hatte das Hartnäckigkeit festhalten eines Farmers am Wurm keines seines Großvaters nicht nur sein Land gerettet, sondern auch bewiesen, dass die alten Methoden der modernen Welt manchmal noch etwas Entscheidendes zu bieten haben. Dies Geschichte laut mir. Klick auf den Gefällt-mir-Button und abonniere den Kanal, um mehr zu erfahren. Wage es nicht, dir das Video einzusehen, das gerade auf deinem Bildschirm läuft. Du wirst es nicht verpassen wollen. Bis am Ende Mail.